Hallo, meine lieben Agents da draußen. Hier ist euer Blackie wieder mit einem neuen Set. Und zwar habt ihr euch das gewünscht bei mir im Livestream, das Kondensatorbild, was ich habe. Und zwar geht es um dieses Bild. Das Bild ist um den Kondensator gebaut worden. Kondensator ist ein Sturmgewehr, ein exotischer. Könnt ihr euch erfarmen, wer es noch nicht hat. Und zwar geht es bei diesem Bild darum, die Kondensator so stark wie möglich zu machen. Allerdings auch, dass die Fähigkeiten auch stark sind. Ja? Werde ich dann euch erklären, wie das funktioniert. Also, wir fangen mal ganz von vorne an mit der Spezialisierung. Spezialisierung ist ganz normal. Techniker, ne? Die Waffen, die man benutzt, die haben die Aktivierung, dass wir halt diese 15% mehr Damage haben. Das ist dann alles, was wir brauchen. Und jetzt kommen wir zu dem Set. Erste Hand natürlich Kondensator, exotische Waffe. Macht die Fertigkeit natürlich noch stärker. Ja, das ist halt die Waffe für jeden Technikerbild, wenn man es natürlich möchte. Zweite Hand habe ich der Mob, das kennt der ein oder andere schon von meinen Builds. Arbeite ich gerne mit, ist tatsächlich auch synchronisiert drauf. Was mir bei der Waffe halt gefällt, sind 10% Rüstung durch Kills. Na? Ist klar. Für die Pistole ist genau dasselbe, synchronisiert. Ich nehme da die Karte 45. Kann ich euch nur empfehlen. Aber ihr könnt auch jede andere beliebige Pistole benutzen. Ist jetzt nicht so wichtig für dieses Bild. Beim Rucksack habe ich mich wieder für Memento entschieden. Ihr merkt so, dass in meinen Builds viel Memento mit implementiert wird. Und ja, Memento gibt halt sehr viel Boni. Na, hier sind die Bonis. Könnt ihr euch durchlesen. Und mehr brauche ich auch bei Memento nicht zu erzählen. Memento könnt ihr euch auch erfarmen. Überall da, wo man Rucksäcke erfarmen kann, kriegt ihr auch Memento. Für die Leute, die es nicht haben. Ja. Wir haben dreimal Impress dabei, bedeutet Fertigkeiten, Lebensenergie, Fertigkeiten, Schaden, Fertigkeiten, Effizienz, jeweils 10%. Kernattribut haben wir natürlich gelb. Und jetzt kommt der Schmankerl. Alle anderen Attribute sind auf Schaden durch kritische und Chance auf kritische. Ne? Ist nicht so einfach zu erfarmen, ja, da gebe ich recht. Allerdings macht es Sinn, das sich zu erfarmen, beziehungsweise ja, die Mühe zu machen. Ja. Dann habe ich noch einmal Grupo, Schaden durch kritische Treffer 15% ist aktiv und die unteren Attribute wie immer auf Godroll 12% Schaden durch kritische und 6% Chance auf kritische. Ja, das ist dann halt bei jedem Slot so. Ich habe dann noch bei der Maske den Waffenschaden genommen, also Kernattribut Rot und hat dem zufolge, ich mache halt ein bisschen mehr Damage. Ja? Ich mache ein bisschen mehr Damage, weil ich kriege ja vom Memento noch 15%. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir hier noch auch noch 15%. Der Fertigkeitenrang ist natürlich immer noch 6, obwohl ich hier einmal Rot habe. Das ist halt dieser Bonus vom Techniker Spezialisierung. Ne? Deswegen nimmt man auch gerne Techniker-Spezialisierung, dass man halt ja noch ein Kernattribut entweder auf Blau oder Rot nehmen kann. Ja, das weiß auch nicht jeder, ist aber wichtig zu wissen. Ne? So, und bei der Brust habe ich dann mich entschieden auf unzerbrechlich. Ihr könnt natürlich hier auch was anderes reinsetzen, aber ich habe für mich persönlich festgestellt, bei Unbreakable fühle ich mich ein bisschen in meinem Spielstil safer, weil es bringt ja nichts, dass du halt andauernd stirbst. Ne? Das muss man auch wissen. Toter Agent macht keinen Damage. Aber ihr könnt auch mit Glaskanone spielen. Ich habe aber festgestellt, wenn ich mit Glaskanone dieses Bild spiele, liege ich halt zu häufig. Weil ich auch viel mit Random spiele. Ja, das kommt auch noch dazu. Wenn ihr aber ein funktionierendes Team habt, dann könnt ihr hier tatsächlich Glaskanone reinmachen. Und
Und dann habt ihr noch ein bisschen mehr Damage Output. Ja, kann ich euch empfehlen, aber auch nur, wenn ihr gut im Standing seid, also wenn ihr wisst, wo die NPCs herkommen, dies, das, ihr könnt euch auf das Team verlassen, dann macht das erst Sinn. Granate habe ich jetzt tatsächlich die Sprenggranate, aber ihr könnt natürlich auch die EMP-Granate nehmen. Ja, das dazu. Ja, das war's dann schon. Natürlich, bei den Fertigkeiten seht ihr schon, habe ich mich für Turm und Drohne entschieden. Ja, die eskalieren natürlich auch noch ein Stück weit mehr, wenn Memento aufgeladen ist. Aber wenn Memento aufgeladen ist, mache ich auch natürlich mehr Damage. Ja, also es ist so eine Symbiose, die auf jeden Fall auf Zeit geht. Je mehr ich im Game bin, beziehungsweise in der Mission, desto stärker werde ich. Ja. Aber jetzt der Anfangsdamage ist schon sehr beachtlich. Ich bin gerade Know-how 12, bedeutet, dass ich auch meinen Waffenschaden auf 12 hochgerollt habe bei dem Kondensator und natürlich auch bei dem Überfallgeschütz und bei dem Stürmerdrohne. Da sind wir auch schon auf 12. Ja, seht ihr schon. Hier nochmal kurz die Mods eingeblendet, die da drin sind. Ja. Und ja, das ist eigentlich dann auch schon alles. Ja, gehen wir jetzt ungeschnitten in eine Random-Mission, damit ihr es auch sehen könnt, was das Set leisten kann. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn ich keine Mission finde. Gucken wir uns das an. Gehen wir hier rein. Ihr sollt ja nur das Set in Action sehen. Darum geht es ja. Ich nehme das Video sehr früh auf. Dann ist es natürlich schwierig, eine passende Mission zu finden. Aber ihr sollt ja einfach nur gucken, wie hart der Damage ist von diesem Bild. Und es macht auch Spaß zu spielen. Letztendlich geht es ja auch darum. Meiner Meinung nach. Doppelte Drehung, Dreifachdrehung. Man kennt es von Division. Aber wir sind jetzt gleich drin. Dann könnt ihr euch das anschauen. Okay, das ist ein 138er, ist aber nicht schlimm. So, dann gehen wir kurz hier in Deckung. Ihr seht schon die Damage-Zahlen. Natürlich schon sehr nice. Irgendwie nicht gesehen. Da unten war noch einer. Jetzt aber. Ihr könnt das gerne nachbauen und mir ein Feedback geben. Entweder bei mir im Livestream auf Twitch. Ich bin da halt sehr, sehr, sehr häufig und sehr lange unterwegs auf Twitch. Ja. Er wollte da schon wieder ein Geschütz aufstellen. Aber gesagt, nein, machen wir nicht. Mal hier. Tür auf. Okay, neuer Agent ist da.
Was ich euch für einen Tipp geben kann, ist, lauft nicht immer hinter diesem Drop von der Memento. Kämpft ganz normal und wenn ihr halt safe seid, dann holt ihr den Drop von der Memento. Ja, diese orangenen Drops, die dann halt liegen, wenn man einen Kill gemacht hat. Das mache ich genauso. Da haben wir auch gestern im Stream ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man Memento spielt, tatsächlich erstmal safe sein muss, bevor man halt diese Drops aufnimmt. Man so ein bisschen bemängelt. Aber das haben wir dann auch geklärt und Tipps gegeben für die Community, wie man eigentlich richtig Memento spielt. Bringt ja nichts, wenn man stirbt. Aber immer erstmal safe stehen. Irgendwo ist doch noch was. Oben ist er. Oben. Auch erledigt. Sag's ja jedes Mal, wir haben in Division sehr viele neue Mitspieler bekommen. Das finde ich gut. Das ist eine schöne Entwicklung. Man wird tatsächlich in den Missionen, wenn man mit Randoms läuft, immer sicherer, wenn man weiß, wo die NPCs herkommen, beziehungsweise die Laufwege kennt. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt erst einmal nur das Gameplay, wie das Set arbeitet und wie stark es ist. Also wenn ihr dieses Set bauen wollt und auch spielen wollt, rate ich euch, das Set zu fahren mit Freunden oder mit Gleichgesinnten. Hatte das Set relativ schnell. Okay, da ist wieder irgendwie ein Turm aufgebaut. Haben wir auch geklärt. Auch erledigt. Ich glaube, den kann ich hier nicht mehr wegnehmen. Ne? Wo kommen sie? Schön aufladen. Kondensator muss immer aufgeladen werden. Normalerweise stelle ich meinen Turm eigentlich im Eingangsbereich, aber der war da verbuggt. Also bleibt er da weiter in der Mitte stehen. Ja, damit sind sie natürlich sehr nice, ne? Für ein Technikerbild, es ist ja immer noch ein Technikerbild, was wir hier sehen. So, alle Memento-Sachen jetzt erst aufsammeln und nicht später. Also im Kampf, wenn man halt sich hier gut auskennt und mit Freunden unterwegs ist, kann man schon, wenn man gekillt hat, zeitnah einsammeln gehen. Aber bei Randoms empfehle ich, das eben nicht zu tun, weil man liegt dann halt sehr schnell. Das ist so der Knackpunkt.
wenn man so Damage-Builds spielt. Also bei dem ist jetzt auch die Rüstung nur bei 933.000, weil ich Memento anhabe. So, jetzt werde ich natürlich noch stärker, weil ich Memento aufgeladen habe. Genau, da ist nichts mehr. Wir sind bei voller Stärke von der Memento. Geht die Post richtig ab. Boss-Stage sind wir jetzt. Müssen wir so schnell wie möglich diese EMP-Jammer kaputt machen. Sehr gut. Okay, dann mache ich das kaputt für die. Das schaffe, weiß ich nicht. Schafft. So, das wusste ich, dass hier gerade die Party am Laufen ist. Aber man muss es ja machen, bringt ja nichts. So, jetzt bin ich wieder bei den Jungs. Alles erledigt dort. Mit. Suche ja noch immer noch ein paar Sachen zu spenden. Ja, das war's schon. Das war's schon, meine Lieben. Auf komplett entspannt. Wie gesagt, das Set ist relativ schwer zu farmen. Aber wenn ihr es mit Freunden macht, dann geht es relativ schnell auch. Ne? Ich gebe euch jetzt nochmal ein paar Tipps, wie ihr farmen könnt. Und zwar könnt ihr hier beim Countdown alles so einstellen, wie ihr es braucht. Und dort farmen. Oder beim Summit. Da könnt ihr auch alles so einstellen, wie ihr es braucht, auch als Team. Und das geht dann relativ schnell. Das macht unser Clan genauso. Also die meisten gehen tatsächlich Countdown farmen. Aber der ein andere farmt natürlich auch Summit. Ne? So, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sollte euch auch nur inspirieren. Soll heißen, dass dieser Weg für den Kondensator tatsächlich relativ einfach ist. Das zu farmen ist natürlich nicht so einfach, aber das Bild zu stellen und die Funktionsweise, wie es halt funktioniert, habe ich euch jetzt gesagt. Grupo ist entscheidend, Cheshka ist entscheidend, Memento ist entscheidend und dreimal Empress ist entscheidend für Kondensatorbild. Also man sagt ja immer, man nimmt erst die Waffe und dann baut man um die Waffe herum das Set. Das habe ich getan. Es macht auf jeden Fall Laune. Man kann auch noch aggressiver spielen, als was ich jetzt getan habe. Aber ich wollte euch jetzt das mal zeigen, wie man halt normal spielt und tatsächlich Kondensatorbild auch mal ein bisschen defensiv spielen kann. Na? Okay. Also, wichtig jetzt für euch, wer es spielen will, mit Freunden farmen, weil es halt nicht einfach ist. Die droppen halt nicht so, wie sie droppen sollen, diese Set-Teile. Macht's mit Freunden, mit Bekannten, mit dem Clan, mit Gleichgesinnten. Dann habt ihr es relativ schnell. Und gebt mir bitte ein Feedback auf Twitch oder auf YouTube in den Kommentaren. Wer noch kein Abo hat, Abo dalassen. Die Glocke aktivieren, ganz wichtig, weil dann seht ihr auch, wann ich ein neues Video hochgesetzt habe. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir auf Twitch auch im Stream seid. Und da können wir natürlich über das eine oder andere
noch sprechen und fachsimpeln. Ja, dann sage ich euch viel Spaß mit dem Set. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Blackie. Haut's rein. Ciao.